Lieber Herr Dr. Angian, vielen Dank für Ihre Bereitschaft, das Zeitzeugeninterview heute mit uns zu machen. Der Musikverein wurde ab 1973 die zentrale Heimspielstätte für den Concentus Musicus und kaum jemand war als Veranstalter so nah und so lang mit den Harnoncours verbunden wie Sie. Seit dem 6. Juni 1973 gab es den Verein der Freunde alter Musik, um den Concentus zu unterstützen. Sie haben dort das Jugendkomitee vertreten. Können Sie über die Vereinsgründung und dessen Tätigkeit berichten? Also an die Vereinsgründung erinnere ich mich nicht. Das war, glaube ich, vor meiner Zeit im Verein. Die Zeit, wo ich dazugekommen bin, hing eigentlich damit zusammen, dass Baron Meyer, Vizepräsident der Gesellschaft der Musikfreunde, an mich herangetreten ist und gemeint hätte, ich sei sozusagen prädestiniert dafür, die nächste Generation für Nikolaus Harnoncourt und den Concentus Musicus zu begeistern. Kennengelernt habe ich Baron Meyer sowie die anderen Herren in dem damaligen Vorstand in der Direktion der Gesellschaft der Musikfreunde, da ich selbst als großer Musikbegeisterter sehr viele Konzerte dort besucht habe und daher die Herren persönlich kennenlernen durfte. Meine Aufgabe war es eben, die nächste Generation, wie ich schon erwähnt habe, zu begeistern, weil Harnoncourt etwas Neues gebracht hat, etwas noch nie Dagewesenes. Und dafür war, und das war sehr weitsichtig von Baron Meyer, die Jugend viel offener als die ältere Generation, die eher an die hergebrachten Interpretationen gewöhnt war. Und er meinte, wenn ich doch meine Generation dafür begeistern könnte, sei eine Basis für den Concentus Musicus geschaffen. Das war meine Aufgabe und die habe ich sehr ernst genommen und habe auch eben meine ganzen Freunde und Bekanntenkreise in die Konzerte von Nikolaus Harnoncourt nicht eingeladen, aber animiert zu kommen. Und was hat es dann eine positive Welle ergeben in der Jugend? Absolut, weil ich glaube, dass eben die Basis war die Jugend damals. Also ich erinnere mich ganz genau, dass viel unter Anführungszeichen Unerhörtes dort passiert ist. Etwas, was den Hörgewohnheiten diametral entgegengesetzt wurde. Ich habe ja immer schon auch in diversen Interviews gesagt, für mich ist Nikolaus Harnoncourt das Original des Originalklangs. Und das war damals der Beginn dieser neuen Zeitreise des Originalklangs. Und da hatten junge Leute viel offenere Ohren dafür. Und viele aus meinem Freundeskreis sind begeisterte Anhänger von Concentus Musicus und Nikolaus Harnoncourt geworden. Baron Meyer war ja damals schon 90 Jahre alt. Ja. Wer war dieser Mann? Können Sie uns etwas über ihn sagen? Also, wie gesagt, ich habe ihn erst kennengelernt, da war er schon sehr alt, aber er war eine unglaubliche Persönlichkeit. Er ist für mich immer in Erinnerung als das Direktionsmitglied, das immer in der Direktionsloge im Musikverein gesessen ist, mit der Partitur in der Hand und bei jedem Stück eigentlich Partitur mitgelesen hat. Und er hat sich trotz seines hohen Alters unglaublich für die nächste Generation interessiert, für alles, was neu gekommen ist und Nikolaus Harnoncourt mit offenen Armen aufgenommen, weil er, und das muss man schon bewundern, etwas ganz Neues gebracht hat und das hat ein älterer Herr verstanden und hat es unglaublich gefördert. Er war sicherlich einer der größten Förderer von Nikolaus Harnoncourt. Ja, lassen wir nochmal zurückkommen auf 78, 79, die erste Saison im Brahms-Saal. Dann im Jahr drauf erstmals 4 Konzerte im Zyklus schon im großen Saal. Und das blieb dann so bis zur Saison 97, 98. Denn als ich kam, 88, 89, ein Jahr später endete die Ära von Klaus-Helmut Drese an der Staatsoper. Danach dirigierte Nikolaus Harnoncourt nicht mehr an der Staatsoper. Das hat einen enormen Abonnentenzuwachs im Musikverein bewirkt. Das erinnere ich mich noch ganz genau. So, dass wir einzelne Konzerte schon damals
wiederholen mussten. Und ab der Saison 97, 98 haben wir den Zyklus doppelt geführt. Und bis zur Saisonende, wo Nikolaus Arnoncourt das letzte Mal dirigiert hat, das war, glaube ich, 14, 15, war dieser Zyklus der bestverkaufte Zyklus im Musikverein, der doppelt geführt wurde. Es war zweimal im Abonnement so gut wie ausverkauft. Wir haben immer Plätze für Sponsoren und Ähnliche zurückhalten müssen. Aber er war der bestverkaufte Zyklus im Musikverein. Am Anfang war es sicherlich ein Wagnis und es war auch der Übergang vom Brahms-Saal in den großen Saal natürlich ein wirklich großer Schritt. Aber langsam sind Abonnenten zugewachsen. Bis Ende der 80er Jahre war Harnoncourt ja mehr in der Schweiz, Deutschland und Niederlande bekannt und unterwegs. Und in Österreich ist er ja dann relativ spät auf dieser großen Welle angekommen. Das war dann ungefähr wahrscheinlich der Zeitpunkt Anfang der 90er Jahre, wo das dann auch in Österreich so stimmt. sehr Also abgesehen von seinen Konzerten mit dem Concertus Musicus hat natürlich Nikolaus Arnoncourt andere Orchester auch dirigiert. Ich erinnere mich an Konzerte mit dem Chamber Orchestra of Europe, mit den Wiener Symphonikern. Jetzt in der Frühzeit, später kam er mit dem Konzertgebauorchester nach Wien. Wiener Philharmoniker natürlich auch, das war aber dann schon alles etwas später. Am Beginn war er mit dem Concertus Musicus hier eigentlich beheimatet. Und es war seine Heimstatt und er war auch wirklich sehr gerne bei uns und hat diesen Zyklus sehr gerne gemacht. Das kann ich dann schon als persönliche Erinnerung sagen, weil ab 1988 bin ich ihm ja natürlich bei allen Konzerten begegnet. Und wie sind die Zyklusprogramme entstanden? Hat Harnoncourt sie selbst entwickelt und Ihnen vorgestellt? Oder nein, das war eigentlich immer besonders sympathisch. Aber vielleicht bringe ich noch vorher an, was ihn so an dieses Haus gebunden hat. Ich habe das auch in meinen diversen Aufzeichnungen und Reden, die anlässlich seines Geburtstages oder auch leider bei der Trauerfeier im Musikverein, die Worte, die gesprochen wurden, gesagt wurden, dass er immer gesagt hat, er ist in diesem Haus ein Teil, wie er sich ausdrückte, des Hausrats. Er sei als Student schon in den Musikverein gekommen. Er sei nachher natürlich als Cellist der Wiener Symphoniker da gewesen, hätte sein eigenes Ensemble gegründet. Und so war er immer Teil des Hauses, obwohl er immer betont hat, ich lasse mich nicht engagieren. Die Programmzusammenstellung war eine der sympathischsten Momente jede Saison, die wir hatten. Denn mit Alice und Nikolaus Arnoncourt bin ich dann eben entweder im Künstlerzimmer gesessen oder sie kamen ins Büro zu mir. Und die erste Frage von Alice war immer, was hätten Sie denn gerne? Und das muss man sich auch mal vorstellen. Hier wurden nicht Programme bestimmt, sondern sie wurden gemeinsam entwickelt. Und ich habe dann halt gesagt, ja, vielleicht wäre es schön, wenn wir eine Schöpfung hätten oder wenn wir wieder mal nach vielen Jahren ein Weihnachtsoratorium machen. Und das war der Beginn. Und dann kamen die Wünsche von Arnoncourt und daraus entwickelte sich in einem einstündigen Gespräch eigentlich ein Zyklus. Und das war eigentlich eine der beglückendsten Aufgaben. Und ich glaube, das war aber auch ein Geheimnis, warum Arnoncourt sich im Musikverein so zu Hause gefühlt hat. Er konnte das verwirklichen, was er wollte. Er hatte die Probenmöglichkeiten, die man ihm, wenn er für ein Einzelkonzert irgendwo hinkommt, nicht hatte, sondern er konnte hier wirklich nach seinen Bedürfnissen proben und er hatte ein Stammpublikum. Und er hat dies ja in seinem Brief an das Publikum so wunderschön mit der Entdeckergemeinschaft geschrieben. Er kannte die Gesichter, die im Publikum saßen. Und es war einfach wie ein Nachhausekommen. Es war wie er gesagt hat, eine verschworene Entdeckergemeinschaft. Und dieses Zuhause sich fühlen war sicherlich das,
was Nikolaus Harnoncourt persönlich sehr geschätzt hat. Und nochmal auf die Programme zurückzukommen, wir haben dann grob skizziert, es waren eigentlich immer 2 Chorprogramme und 2 reine Instrumentalprogramme, die geplant wurden, meist 2 klassische Werke, meist 2 Werke aus der Barockzeit. Und wie gesagt, Harnoncourt hatte seine Ideen, aber die erste Frage von Alice war immer, was hätten Sie denn gerne? Und das war besonders schön. Um auf die Alice gleich zu kommen, wie würden Sie denn die gesamte Rolle von Alice einschätzen? Oder wie war das für Sie? Sie war für Nikolaus Harnoncourt eigentlich alles. Man muss sagen, alles. Natürlich nicht seine künstlerische Vision, aber alles, was drumherum war. Der berühmte Satz von Nikolaus Harnoncourt, oft zitiert und immer wiederholt, Alice, habe ich Hunger, ist einfach unvergessen. Und sie hat ihm alles abgenommen, sie hat ihm jegliche Organisation vom Leib gehalten, sie hat die Probendisposition mit meinem Büro gemacht, wenn offene Fragen waren, wenn etwas nicht ganz perfekt so war, wie sie sich's vorgestellt hat für ihren Mann, dann ist sie zu mir gekommen oder ich zu ihr. Es war mir ein Anliegen, nicht nur bei Harnoncourt, sondern bei allen Konzerten, dass ich zu Beginn einer Probenphase auf jeden Fall den Dirigenten und natürlich in diesem Fall Alice begrüßt habe, aber auch zwischen den Proben gekommen habe und immer mich erkundigt habe, ob es irgendwo Dinge gibt, die wir verbessern können und so. Und das hat ihm Alice alles abgenommen. Da habe ich auch Alice immer nur gefragt. Ihn habe ich begrüßt und ihm ging es um die künstlerische Arbeit. Und dass ich ihm diese Arbeit so weit erleichtern kann und ihm die perfekten Probenmöglichkeiten geben kann, das war mein Ziel. Und ich glaube, er hat es sehr geschätzt, im Musikverein einfach so ein Zuhause zu haben. Und dann beim Publikum eben nur oder fast nur bekannte Gesichter zu sein. Er hat ja auch das Archiv sehr intensiv genutzt. Natürlich. Und unser der damalige Archivdirektor Otto Bieber ist natürlich auch auf ihn besonders eingegangen, aber er ist generell einer großartiger Archivdirektor gewesen, der nicht nur in seiner wissenschaftlichen Welt gelebt hat, sondern auch in der Praxis und der auf Fragen von Künstlern, und Harnoncourt war einer, der viel fragt, und das ist immer besonders spannend für einen Archivdirektor, antworten wusste. Und ich glaube auch, das Verhältnis von Nikolaus Harnoncourt zu Professor Bieber war ein sehr enges und vertrauensvolles, und man konnte irgendwie auch auf Augenhöhe mit ihm diskutieren. Und die Besetzung der Instrumental- und Gesangssolisten ist dann auch im gemeinsamen Gespräch entstanden? Ja, wobei hier kannten wir die Vorlieben des Künstlers, und die Umsetzung ist dann schon erfolgt von einem Mitarbeiter meines Büros, der das gemeinsam dann mit Alice besprochen hat. Wir haben dann einfach Vorschläge gemacht, und wie es ja immer so ist, 100% lässt sich nichts umsetzen, und dann ist er einfach mit Alternativen gekommen. Aber bei den Gesangssolisten war das einfach auch eine verschworene Entdeckergemeinschaft, und es waren oftmals sehr ähnliche Sängerinnen und Sänger, die da waren. Wie sehen Sie Harnoncourt als Dirigent ohne den Concentus Musicus? Ja, ich war glücklich, dass er in unserer Zeit eben gerade auch als Dirigent anderer Orchester gekommen ist. Ich habe schon erwähnt, das Chamber Orchestra of Europe oder die Wiener Symphoniker. Das waren grandiose Konzerte, auch mit den Wiener Symphonikern, dann mit dem Konzertgebauorchester und später natürlich mit den Wiener Philharmonikern. Ich glaube, dass es für die Philharmoniker schon eine Umstellung am Anfang war, aber sie sind den Weg dann nicht beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal durchaus mitgegangen und haben sich durch ihn auch auf diese neue Art der Interpretation voll eingelassen. Und man sieht es ja, wenn die Harmonie nicht stimmen würde, für
hätte das Orchester den Schritt zum Neujahrskonzert nicht gewagt. Und diese 2 Konzerte waren ja auch etwas ganz Besonderes und mir unvergesslich in Erinnerung, obwohl man nicht immer jetzt die Neujahrskonzerte als den Olymp bezeichnen darf, denn es gibt wunderbare Werke der Klassik und Romantik, die genauso ein Olymp sind. Trotzdem steht natürlich in der medialen Aufmerksamkeit das Neujahrskonzert durchaus immer im Vordergrund. Ich habe gemerkt, dass viele Menschen Harnoncourt erst durch die Neujahrskonzerte nochmal oder überhaupt kennengelernt haben. Also die große Masse. Es muss also schon nochmal ein Schub gewesen sein. Und sie waren ja auch so gut verkauft. Also nicht das Konzert selbst, sondern die DVDs und CDs im Nachhinein haben sie ja Platin dafür bekommen. Und also die Bekanntheitsgrad eines Dirigenten durch das Neujahrskonzert wird auf jeden Fall, in jedem Fall multipliziert, weil die Einschaltziffern weltweit durch kein anderes klassisches Musikereignis erreicht werden. Also ich glaube, dass da natürlich ein Popularitätsschub entstanden ist. Das Neujahrskonzert ist einfach ein Multiplikator. Man sollte die Tätigkeit Harnoncourts nicht auf das Neujahrskonzert mit den Wiener Philharmonikern reduzieren, sondern auch auf seine anderen Tätigkeiten, seine Bruckner-Interpretationen zum Beispiel. Auch das Buch mit 7 Siegeln zum Beispiel erinnere ich mich, dass er 2-mal mit den Philharmonikern aufgeführt hat. Das sind schon Momente, die auch eine ganz andere Facette des Künstlers und des Orchesters zeigen, die natürlich nicht diese Breitenwirkung hat, aber nicht weniger wichtig ist. Die Erweiterung seines Repertoires auf Romantik und das 20. Jahrhundert, sind Sie dem persönlich gefolgt? Konnten Sie das mittragen oder war das einfach die Freiheit des Künstlers, was immer er macht, ist okay? Nein, also natürlich konnte ich das mittragen, sogar mit großer Begeisterung, weil die Pluralität der Interpretationen ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil auch eine Institution ist, das zu zeigen. Und ich erinnere mich an seine Bruckner-Interpretation, ich erinnere mich an Alban Berg mit Nikolaus Harnoncourt. Da sind einfach andere Facetten der Interpretation gewesen, die genauso wichtig oder vielleicht sogar augenöffnend waren. Ohne dass man jetzt deswegen sagt, das eine ist besser, das andere ist schlechter. Das kann man überhaupt nicht sagen. Aber diese Pluralität ist unglaublich wichtig. Und ich war dankbar für alles das, was Harnoncourt uns beigebracht hat, wofür er gestanden ist. Aber das geht ja bei Mozart genauso wie bei Bruckner. Das ist ja kein Unterschied. Oder Haydn, den ich persönlich so liebe. Und er hat uns Haydn näher gebracht. Haydn, der eigentlich ein Stiefkind im Musikrepertoire leider geworden ist. Er hat Haydn so gepflegt und dafür bin ich ihm unendlich dankbar. Und er hat uns die Augen für vieles geöffnet. Und viele andere Dirigenten, Kollegen haben nachher, nach ihm, oder wenn sie seine Werke gehört haben, auch ihre Interpretationen durchaus verändert. Ich erinnere mich an durchaus unglaublich durchsichtige Aufführungen von Bruckner-Symphonien, zum Beispiel mit Claudio Abbado, der sicher von Harnoncourt auch beeinflusst wurde. Ich erinnere mich an Haydn-Interpretationen und die Liebe zu Haydn, die Maris Jansons empfunden hat, die auch geprägt waren durch die Interpretationen von Nikolaus Harnoncourt. Also da bin ich ganz, ganz glücklich, dass hier jemand einen neuen Weg aufgezeigt hat, weil man kann nicht immer nur in dem Gleichen weiter tun. Und viele berühmte Kolleginnen und Kollegen, seine Kolleginnen und Kollegen, Dirigenten, haben das auch aufgenommen. Aber auch Lang Lang mit den berühmten Mozart-Konzerten. Hat sich voll auf ihn eingelassen. Ja, ist richtig. Lang Lang war sicher ein Interpret, wo man es am Beginn nicht erwartet hat und dann bei den Konzerten unglaublich überrascht war. Ja. Aber auch eine Martha Argerich zum Beispiel, erinnere ich mich. Das war auch ein ganz, ganz besonderer Moment.
Was waren für Sie noch wichtige Meilensteine in dem Musikverein? Ja, erwähnt hatte ich schon eben Buch mit 7 Siegeln, die Bruckner Symphonien, die Schöpfung. Aber natürlich, ich erinnere mich noch, wie ich zu Nikolaus Arnoncourt gekommen bin und gesagt habe, 2012 feiert die Institution Gesellschaft der Musikfreunde, nicht das Haus, das ist erst viel später dazugekommen, ihr 200-Jahr-Jubiläum. Und das Gründungskonzert fand damals in der spanischen Hofreitschule statt. Und es war Timotheus oder die Gewalt der Musik, eine Mozart-Bearbeitung von Händel. Und es fand statt mit fast 1000 Mitwirkenden. Und jeder, der Arnoncourt kennt, weiß über die kleinen Besetzungen. Dass 1000 Mitwirkende im Musikverein nicht möglich sind, ist ganz klar. Aber ich habe ihn gefragt, ob er dieses Konzert nicht wiederholen will. Und wir haben dann mit seinem Einverständnis den Concentus Musicus wirklich sehr groß besetzt. Es war auch sein Wunsch, das möglichst groß zu besetzen. Es hat auch der Singverein gesungen und nicht der Arnold Schönberg Chor, der ja regelmäßig mit Arnoncourt musiziert hat. Und dieses riesig besetzte Orchester und der große Chor hat ein ganz anderes Klangerlebnis gegeben. Und Nikolaus Arnoncourt hat eben das 200-Jahr-Jubiläum der Gesellschaft der Musikfreunde mit diesem Konzert begangen, mit der Wiederholung dieses Gründungskonzerts begangen. Und das wird mir auch ewig in Erinnerung bleiben. Gott sei Dank gibt es auch davon eine Aufnahme, weil das ist auch ein Werk, das ja nicht täglich im Repertoire zu hören ist. Gab es auch in all dieser Zeit Momente der Krise oder wo es einfach wirklich schwierig wurde? Krise gab es eigentlich nie, nein. Es gab natürlich gesundheitliche Krisen, die gekommen sind. Es gab ganz, ganz wenige Absagen Arnoncourts aus gesundheitlichen Gründen. Das kann man als Krisen sehen. Und wie gesagt, es gab Momente, aber das waren nie Krisen, wo Alice halt gekommen ist und hat gesagt, ja, die Probensituation da müsste doch noch besser werden. Man darf ja nicht vergessen, nicht nur, dass Wien 4 permanente Orchester hat, es gibt ja noch Gastorchester auch, alle wollen proben. Und wir haben dann Gott sei Dank mit dem Jahr 2004 die 4 neuen Säle eröffnet, sodass im Gläsernen Saal die Möglichkeit besteht, zu proben, komplett wie im großen Saal, weil der gläserne Saal hat genau die Ausmaße, die Konfiguration wie die Bühne des großen Saals. Aber manchmal wollte Nikolaus Arnoncourt doch mehr Proben im großen Saal haben. Aber das waren keine Krisen, da ist Alice im Vorfeld gekommen und wir haben einfach unser Möglichstes gemacht. Früher musste Arnoncourt ja sehr oft im Brahms-Saal proben, bevor es den gläsernen Saal gab, weil einfach wir mit allen Proben nicht zurande gekommen sind. Heute ist Nikolaus Harnoncourts 9. Todestag. Ja. Sie haben bei der Gedenkfeier am 16. April 2016 auch eine Rede gehalten. Welche Spuren hinterlässt Harnoncourt jetzt rückblickend im Musikleben in Wien und weltweit? Was hat er erreicht, was hat er nicht erreicht? Die Spuren von ihm sind einfach da und sie werden immer da bleiben, weil das sieht man an den Interpretationen der anderen Künstler, auch an der Art, wie Orchester musizieren. Das ist einfach anders geworden. Ich habe es eingangs erwähnt. Für mich ist Nikolaus Arnoncourt das Original des Originalklangs. Er hat uns eine Welt eröffnet, die es vorher in der Art nicht gegeben hat und von der alle profitiert haben. Manche haben seinen Weg imitiert, manche haben Bereiche aus seinem Interpretationsweise in ihre eigene Interpretationsweise übernommen. Kalt gelassen hat es niemanden. Und so ist es heute noch.
Nikolaus Harnoncourt ist ein Künstler, der uns Augen geöffnet hat. Und daher wird man ihn auch nie vergessen, weil er hat einfach ein neues Kapitel eingeläutet der Musikinterpretation. Und daher wird es meines Erachtens hier auch nie ein Vergessen geben können. Der Zyklus des Concentus Musicus im Musikverein besteht noch immer. Wie sehen Sie den Concentus Musicus heute? Ich erinnere mich noch gut an Zeiten von Nikolaus Harnoncourt, wo es ihm noch sehr gut ging, wo er gesagt hat, und nach mir gibt es keinen Concentus Musicus mehr. Weil ich habe schon 10 Jahre, bevor er aufhören musste zu dirigieren, mit ihm einmal darüber gesprochen, ob wir nicht jedes Jahr ein 5. Konzert machen sollen mit einem Gastdirigenten. Und da hat er gesagt, nein, das will er nicht, denn wenn ich einmal nicht mehr bin, wird es den Concentus Musicus nicht mehr geben. Gott sei Dank hat er noch seine Meinung geändert, das muss man auch sagen, es war ja seine Meinung. Und in vielen Gesprächen mit dem Concentus hat sich ganz klar herauskristallisiert, dass Stefan Gottfried diese Aufgabe übernehmen soll und nicht ein Orchester hier sein soll, das mit ständig wechselnden Dirigenten musiziert. Das heißt nicht, dass Concentus nicht mit anderen Dirigenten musizieren soll, aber die Kontinuität im Musikverein mit dem Concentus Musicus soll Stefan Gottfried hier in Zukunft gestalten. Und das, glaube ich, war eine sehr gute und richtige Entscheidung, weil der Concentus Musicus so sein Klangbild einerseits behalten, andererseits mit Stefan Gottfried auch neu ausrichten konnte, aber immer irgendwie im Sinne von Nikolaus Harnoncourt, ohne ihn jetzt hier nur zu kopieren, schon mit den eigenen Ideen von Stefan Gottfried, aber doch im Sinne Nikolaus Harnoncourts. Und ich glaube, dass es diese Kontinuität gelungen ist. Der Zyklus ist nach wie vor voll, gut besucht. Und die Programme entwickeln sich ja auch weiter. Also man sieht ja, es kommt der Elias, es kommen Werke, die ja schon in die Romantik gehen, auch jetzt ins Programm des Concentus. Während Harnoncourt ja eigentlich bei Schubert grosso modo mit dem Concentus aufgehört hat und die anderen Werke der Romantik mit anderen Orchestern geleitet hat. Wissen Sie, wie lang denn diese Geschichte nun eigentlich war? Oder gibt es da eine Zahl, wie oft Nikolaus Harnoncourt im Musikverein gewirkt hat? Ja, also die Statistik unseres Archivs sagt, 319 Mal ist der Musikverein aufgetreten. Das ist natürlich nicht mit dem Concentus alles, das ist auch mit den Gastorchestern. Aber 319 Mal ist schon unglaublich oft, das muss man sagen, in der Zeit. Und viele dieser Aufführungen in meiner Zeit sind mir da auch in Erinnerung und werden mir auch unvergesslich bleiben, das muss ich sagen. Können Sie sich noch erinnern, wie Sie Nikolaus Harnoncourt kennengelernt haben? Ja, das erste Mal wahrscheinlich beim Baron Meyer. Das ist schon sehr, sehr lange her. Aber da war ich natürlich der kleine, junge Nachwuchsbegeisterte, der versucht hat, Publikum in die Konzerte, junges Publikum in die Konzerte zu bringen und mit großer Bewunderung für den großen Meister. Wirklich Kontakt hatten wir erst ab dem Zeitpunkt, wo ich im Musikverein designiert war, also ab 1986, 87. Und da haben wir dann begonnen, über die Programme zu sprechen. Und da ist auch natürlich ein persönliches Verhältnis entstanden, das rein deutlich mehr war als jenes, nur über Programme und Konzerte und Termine zu sprechen. Da ist natürlich auch eine persönliche Bekanntschaft entstanden, die sich über die Jahre hinaus eigentlich zu einer sehr persönlichen Seelenverwandtschaft vielleicht entwickelt hat. Vielen Dank für Ihre Zeit. Danke auch. Danke für die Einladung.